Auto einen Spitzname? Also ich meine so einen richtigen Vornamen, wie Hans-Dieter oder Jürgen oder Susanne. Manche Autohersteller bezeichnen ihre Modelltypen nach Vornamen. Opel Adam zum Beispiel, benannt nach Adam Opel. Oder ein Ford Edsel, benannt nach Edsel Ford, dem Sohn von Henry Ford. Manchmal bürgert sich ein Spitzname bzw. ein Vorname auch als Modellbezeichnung einfach ein im Laufe der Jahre, ohne dass der Hersteller das will. Wie bei diesem Auto zum Beispiel. Ich fahre heute für euch ein VW Fridolin. Das ist der Fridolin. Eigentlich heißt er Volkswagen Typ 147 und er ist entstanden aus dem Volkswagen Entwicklungsauftrag EA 149. Aber seien wir doch mal ehrlich, Fridolin klingt viel schöner und passt doch auch besser. Der Entwicklungsauftrag für den Fridolin kam von der Deutschen Bundespost. Die Post brauchte Anfang der 60er Jahre ein leichtes Nutzfahrzeug, um Briefe und Pakete auszufahren. Der VW Käfer war zu klein, der VW T1 war zu groß, also testete man einen Goggo-Kleintransporter. Der war aber zu schwach motorisiert. Die Vorgaben der Post waren klar. Der Wagen musste 400 Kilo Nutzlast haben, einen Laderaum von 2 Kubikmeter haben und der Gepäckraum musste von innen zugänglich sein. Ganz wichtig waren jedoch die Schiebetüren. VW griff bei der Konstruktion des Fridolin tief ins eigene Teileregal. Die Bodengruppe stammt vom Karmann Ghia, Motor, Achse und Getriebe vom VW Käfer, die Scheinwerfer vom Typ 3, Heckklappe und Motorabdeckung kommen vom T1. Der Fridolin wurde aber nicht in Wolfsburg gebaut, sondern in Wiedenbrück bei Westfalia. Und eben da kommt auch der Name Fridolin her. Ein Montagearbeiter hat den Wagen gesehen und soll gesagt haben, das Auto schaut aus wie ein Fridolin. Der Fridolin wurde von 1964 bis 1974 gebaut. Insgesamt entstanden knapp über 6.100 Exemplare. Die meisten von ihnen fielen aber dem Rost zum Opfer. Unser Fridolin wurde restauriert und als Werbefahrzeug umgebaut. Außerdem wurde er 2015 im Rahmen der Oldtimer-Spendenaktion der Lebenshilfe Gießen verlost. Mittlerweile fand er über Umwege den Weg zu uns. Ursprünglich war das mal ein Schweizer Fridolin. Das erkennt man daran, dass das Heck verglast ist. Außerdem ist ein größerer Motor eingebaut, der 1,3 Liter Käfermotor mit 45 PS und der Wagen hat vorne Scheibenbremsen. Und? Hat euer Auto einen Spitznamen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder.